Heute noch mal ein kleiner Oldie zur Fließtechnik mit Acrylfarben. Ganz normale Acrylfarben werden verwandt und es wird ein Föhn gebraucht. Lasst euch überraschen. Doch fangen wir mal von vorne an. Für dieses Projekt nehme ich einen Keilrahmen, 3 Farben, 3 kleine Gefäße zum Mischen, Acrylbinder, Wasser und einen Föhn, einen alten Lappen oder Küchenpapier und einen Spachtel oder was Ähnliches. In jedes Töpfchen kommt etwas Farbe, gleich viel Binder und nach Wasser aus der Sprayflasche. Dabei gut mit einem alten Pinsel umrühren, bis kein Klümpchen mehr da ist und alles ziemlich flüssig. Das wiederholt ihr auch mit den beiden anderen Farben. Meine Farben hier sind Zitronengelb, Magenta und Maigrün. Ihr könnt aber auch gerne andere Farben nehmen. Alternativ geht das natürlich auch mit sowieso schon flüssig eingestellten Acrylfarben oder auch mit Fluid Acrylics, die braucht ihr nicht zu verdünnen. Beim Schütten werden sich natürlich die Farben auch mischen, also sie fließen ineinander und es ergeben sich Farbmischungen. Das müsst ihr natürlich berücksichtigen, wenn ihr andere Farben nehmt. Bevor ich schütte, feuchte ich die Leinwand gerne an, dann fließen die Farben besser. Das aufgesprühte Wasser verteile ich mit einem weichen Pinsel. Dabei fällt mir auf, dass es hier von der Leinwand abperlt. Das liegt an der Grundierung. Damit dies nicht passiert, füge ich einen Tropfen Spülmittel auf meinen Pinsel. Dann klappt es. Es sollten keine Pfützen auf der Oberfläche sein. Sie sollte sich lediglich feucht anfühlen. Also nehme ich mit einem Papier wieder etwas von dem Wasser weg. Los geht's! Mit meinem Gummispachtel kann ich die Farbe etwas lenken. Hier sieht man, dass die Farben schon ineinander laufen und Mischungen bilden.
Jetzt kommt mein Föhn ins Spiel. Ich richte den ausgeschalteten Föhn auf eine Stelle, dann stelle ich die stärkste Gebläsestufe an, halte auf diese Stelle und schalte wieder aus. Dazu braucht ihr einen sehr starken Föhn, also einer, der etwas höhere Wattzahl hat. An einigen Stellen tupfe ich vorsichtig ein Küchenpapier hinein, um zu viel wässrige Farbe wegzusaugen. Die Farbe, die auf meine Plastikunterlage getropft ist, versuche ich jetzt zu entfernen, damit das Bild nach dem Trocknen nicht daran kleben bleibt. Naja, da gibt es bestimmt auch noch andere Lösungen, wie man das verhindert. Hier mein Zwischenergebnis. In der Seitenansicht seht ihr im Gegenlicht, wie viel Wasser jetzt auf der Fläche steht. Ich arbeite noch ein bisschen mit dem Föhn weiter. So, das Ganze muss jetzt wirklich 1 bis 2 Tage lang komplett durchtrocknen, bevor ich das Bild wieder bewegen kann. Doch schaut mal, wie schön das geworden ist. Klare Farben, gemischte Farben, wunderbare Strukturen, total spannend. Auch die Negativräume sind super verteilt. Ich bin total zufrieden und hoffe, ich habe euch wieder mal ein bisschen inspirieren können. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt alle gesund und fröhlich. Tschüss!